Hier, Haselnusskrokant. Dafür braucht man nur 3 Zutaten. Haselnüsse, klar, Zucker und ein bisschen Butter. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Genau, wie man den macht, das zeige ich dir jetzt. Fangen wir mit dem Karamell an. Verwende am besten eine Pfanne mit schwerem Boden, in dem sich die Hitze gleichmäßig verteilen kann. Emaillierte Pfannen sind auch super geeignet. Die Pfanne aufstellen und bei schwacher Hitze aufwärmen. Gleich 100 Gramm Zucker möglichst gleichmäßig in der Pfanne verteilen und warten. Am Anfang passiert eine ganze Weile gar nichts. Trotzdem unbedingt dabei bleiben. Wenn der Zucker dann anfängt zu schmelzen, geht es plötzlich ganz schnell. Auch wenn ich das jetzt hier schneller laufen lasse, wir wollen ja nicht ewig den Zucker anstarren, schmilzt der Zucker dann gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Pfanne. Es bleiben zunächst einige Inseln mit Zucker zurück, während an anderer Stelle der flüssige Zucker beginnt zu karamellisieren. Den Zucker, der sich noch nicht aufgelöst hat, mit dem Kochlöffel in den bereits flüssigen Zucker schieben. Dadurch schmilzt der Zucker schneller und gleichmäßiger. Wenn man das nicht macht, beginnt der Zucker an einigen Stellen dunkel zu werden, während er an anderen noch nicht damit begonnen hat zu schmelzen. Wenn der Zucker zu 80–90% geschmolzen ist, beginne damit, ihn zu verrühren, damit auch die letzten Zuckerkristalle schmelzen. Nicht zu früh damit beginnen, weil der Zucker sonst verklumpt und er sich nur noch sehr langsam auflöst. Das führt dazu, dass er an einigen Stellen schon schwarz wird, während er an anderen Stellen noch nicht aufgelöst ist. Wenn es gut läuft, beginnt der Karamell sich hellbraun oder goldbraun zu verfärben. Gib dann 25 Gramm Butter dazu und verrühre sie zügig mit dem Karamell. Warte nicht, bis der Karamell zu dunkel wird, er verbrennt nämlich sehr schnell. Wenn das passiert, hilft nur noch schnell mit Wasser ablöschen und zu warten, bis sich der Karamell aufgelöst hat. Dann kann man nochmal von vorne anfangen. Wenn die Butter verrührt ist, gleich 150 Gramm gehackte Haselnüsse dazugeben. Die Pfanne sofort beiseite ziehen oder die Gasflamme ausschalten und die Haselnüsse zügig mit dem Karamell verrühren. Ich habe meine Haselnüsse übrigens von Hand gehackt, darum sind die Stücke etwas gröber als bei gekauften. Die bekomme ich hier aber nicht, darum Handarbeit. Die Krokantmasse sofort auf ein Stück Backpapier geben und zu einer flachen Platte formen und andrücken. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Unterstütze mich bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Den Krokant dann vollständig abkühlen lassen und anschließend in grobe Stücke brechen. Den Krokant in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz mittelfein zermahlen. Ich möchte an dieser Stelle noch eine dringende Warnung aussprechen und hoffe, sie kommt nicht zu spät. Versuche bitte nie mit dem Finger in den flüssigen Karamell zu fassen. Der goldbraune Karamell sieht verlockend aus, vor allem für Kinder, hat aber eine Temperatur von 180 bis 200 Grad. Und wenn der am Finger klebt, dann bleibt er da kleben und brennt sich ein. Also bitte unbedingt vorsichtig sein. Der Krokant hält sich gut verschlossen für mehrere Monate an einem trockenen Ort. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Macarons Webseite. Also Haselnusskrokant selber zu machen, ist doch wirklich ganz einfach. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Haselnusskrokant selber zu machen. Das gesagt, der Nico verabschiedet sich für heute. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in dem hier oder in dem. Zumindest in einem von den beiden, die da jetzt gleich erscheinen. Das gesagt, der Nico ist weg. Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann ist der Nico weg. Tschüss. Cheers. Hält sich übrigens ewig. Oder auch nicht. Tschüss.